Junge Menschen sollen sich natürlich für den Jazz begeistern, weil es dann ja anfängt. Man darf ja nicht vergessen, es wird immer gesagt, Jazz ist was für alte Leute, aber die Klassiker, wenn wir so wollen, das sind alles Leute in den End-20ern, Anfang 30, die diese Musik in der Zeit in Stein gemeißelt haben und die Grundlage geschaffen haben für das, was wir machen. Und ich glaube, dass es gerade für die junge Generation eine unheimlich spannende Musik ist, weil sie eben so offen ist. Das Bundesjugend-Jazzorchester oder kurz gesagt Bujazzo ist eigentlich das Auswahlorchester von jugendlichen Talenten im Bereich Jazz. Wir haben die größten Talente aus allen Bundesländern, die sich über ein Vorspiel für dieses Orchester qualifizieren. Ich habe meinen Weg ins Bujazzo gefunden durch viele Freunde, die da waren in vorherigen Besetzungen und da immer von geschwärmt haben. Und habe dann entschieden, selbst auch mal zur Audition zu gehen und mal zu versuchen, was da geht. Das Bujazzo war für mich lange so ein Ziel, dort einmal mitspielen zu können, weil ich immer gehört habe, dass es eine Band, durch die man sehr viele Möglichkeiten bekommen kann, in die Big-Band-Szene reinzurutschen. Die Liste der Musiker, die man heute auch als tolle deutsche Jazzmusiker kennt, die auch im Bujazzo waren, ist sehr, sehr lang. Das Bujazzo ist für mich der Big-Band-Nachwuchs Deutschlands. Ist natürlich eine großartige Talentschmiede, der ich auch wahnsinnig viel zu verdanken habe. Da wurde unheimlich viel für meine musikalische Grundlage geschaffen. Ich hatte selbst das Glück, bei der allerersten Besetzung, bei der Gründung 1988 mit dabei zu sein, damals unter Peter Herbertsheimer. Und das ist natürlich irgendwie heutzutage einfach ein großartiges Ensemble, was auch sehr, sehr unterschiedliche Musik spielt. Es ist nicht so, dass wenn man es nicht ins Bujazzo schafft, es dann nicht als Jazzmusiker schaffen kann. Das muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen. Es gibt sehr viele Leute, die großartige Musiker sind und international berühmte Jazzkünstler, die es vielleicht nicht geschafft haben ins Bujazzo oder es auch gar nicht wollten. Trotzdem muss man sagen, dass für einen großen Bereich der Musiker das eine wunderbare Motivation ist und Inspiration, da in dieses Orchester einfach zu kommen. Das Bujazzo ist für viele junge Musiker und Musikerinnen die Möglichkeit, um sich zu vernetzen, tolle Erfahrungen zu machen. Und für mich ist es ganz besonders, dass wir die Möglichkeit haben, uns musikalisch und auch menschlich kennenzulernen. Also meine Erfahrung im Bujazzo zeigt, dass eigentlich alle sehr viel Spaß daran haben, auf ziemlich hohem Niveau Big Band zu spielen. Durch diese vielen Arbeitsphasen, gemeinsame Tours, Konzerte, das ist einfach ein Traum, der da in Erfüllung geht. Beim Bujazzo treffen wir uns zu Arbeitsphasen. Wir haben 3 Arbeitsphasen im Jahr, die verteilt sind auf die beiden musikalischen Leiter, Nils Klein und auf mich. Und im Bereich Sonderarbeitsphasen, wo wir dann mit Gastdirigenten arbeiten oder auch, wie jetzt zum Beispiel, wie wir das gerade hatten, eben halt zusammen mit der WDR Big Band in dieser Patenschaft uns treffen. Ähnlich wie das Bujazzo war auch die WDR Big Band für mich so eine Band, zu der man aufgeschaut hat. Man ist zu Konzerten gegangen und hat auch das für sich so ein bisschen als ein Ziel definiert, so gut spielen zu können, dort vielleicht mitspielen zu können. Es war unvorstellbar, dass ich das erleben darf. Ich kenne all die Videos von ihnen. Ich kenne, wie sie spielen, aber dass man dann mit ihnen am Frühstückstisch sitzt, das hätte ich mir nicht denken können. Und dann sah man auf einmal so paar Tische weiter irgendwelche Gesichter, die man sonst nur von der Bühne kannte. Und das war schon ein ganz interessantes Gefühl, ehrlich gesagt. Mir kommt es vor allem darauf an, dass die jungen Musiker inspiriert werden, Spaß haben. Weil das war das, was mich damals, als ich im Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg gespielt habe, das Wichtigste, mit den professionellen Musikern zusammenzukommen, die bei dem, was sie machen, viel Spaß haben. Das findet alle 2 Jahre statt mit der WDR Big Band. Und das ist eine wunderbare Sache, weil wir da eben halt
die beiden Bands zusammenkommen, die größten Talente, jungen Talente aus Deutschland und die beste Big Band des Landes treffen aufeinander und das ist für alle Seiten eine unglaubliche Bereicherung. Das war so, dass wir jeweils einzeln die Proben hatten. Jede Band für sich hat sein Programm einstudiert, aber es gab dann auch Spots, wo wir gemischte Bands hatten, die sogenannten Mixed Bands. Dann darf man eben mal neben dem Andi Haderer an der ersten Trompete stehen oder sich die erste Trompete sogar teilen oder man sitzt mit mir Jens Neufang in der Section oder mit dem Paul Heller und spielt dann die Stimmen mit. Das ist natürlich die eine Sache, die extrem eine direkte Erfahrung ist. Und das andere, was ich ganz toll fand, ist dieses Oldschool, sag ich mal, dass man einfach in die Probe kommt und erstmal keine Fragen stellt, sondern einfach erstmal die Ohren aufspitzt, weil hinter mir und neben mir sitzen einfach Kaliber, die einfach das schon lange und sehr, sehr gut machen. Und das kann man durch nichts ersetzen, diese Erfahrung. Und dann gab es abends immer noch so Workshops oder Einzellektionen, die man sich anmelden konnte. Hier, der Ludwig hat sein Trombone Heaven gemacht mit 8 Posaunisten. Der Jens Neufang hat einen Workshop über Blätter gemacht und über klassische Kammermusik. Und der war abends so beseelt, dass, gibt einem so viel zurück. Also ich habe gemerkt, wie das sich so gegenseitig befruchtet und einfach total Energie rüberschwappt. Anderes Volumen hier. Das finde ich ganz wichtig, die einfach sich kennenzulernen, sich auszutauschen, zusammen zu spielen und über Musik zu philosophieren und zu reden und zusammen zu hören. Und dann gab es natürlich dann beim Essen oder abends beim Bier dann noch persönlichere Gespräche. Es war eine tolle Erfahrung zu sehen, wie sie sich weiterentwickelt haben, wie sie jetzt wirklich eine Band geworden sind, wie groß das kreative Potenzial ist, wie groß die soziale Gemeinschaft ist und auch nach wie vor, wie groß die Neugier ist und der Hunger nach Neuem. Und das hat sich auch in dieser Arbeitsphase wieder gezeigt. Deswegen war das auch eine rasante Entwicklung wieder und 6 fulminante Tage.